Ich fange mal mit einer allgemeinen Frage an, und zwar, wie sehen Sie die Rolle der synthetischen Biologie als Forschungsgebiet und welche wissenschaftlichen Entwicklungen hoffen Sie sich daraus? Also es ist ja generell wichtig, dass uns die Wissenschaft für die großen Themen unserer Zeit auch Lösungen liefert. Lösungen liefern kann Wissenschaft aber nur, indem sie die Energie und die Geduld hat, auch an den ganz grundlegenden Fragen zu arbeiten. Nur am Ende, nur aus Grundlagenforschung heraus, ergibt sich sozusagen das neue Wissen, mit dem man auch dann neue Lösungen erarbeiten kann. Und deswegen, ich glaube, dass die synthetische Biologie zunächst mal vor allem wichtig ist, im Bereich der Grundlagenforschung vertieft zu verstehen, wie das Leben funktioniert. Ja, ich glaube, das ist die erste Rolle, die sie hat. Daraus können auch weitere Fragen entstehen, auch Anwendungen und neue Lösungen entstehen. Aber zunächst mal sind wir ja noch in einem Stadium wirklich mit einer ganz anderen Tiefe, mit neuen Technologien zu begreifen, wie das mit dem Leben funktioniert. Und sicher kommt jetzt aktuell, wenn man sich Corona anschaut, nochmal hinzu, dass die Sensibilisierung wächst dafür, dass man es auch mit brisanten Fragen unter Sicherheitsgesichtspunkten zu tun hat. Also das Thema Sicherheit in der im Bereich der Biologie ist nochmal deutlicher vor Augen getreten und wird sicher auch eine größere Rolle spielen in den Debatten der Zukunft. Glauben Sie, dass es in dem Bereich der Biotechnologie eine größere Technologieoffenheit in der Bevölkerung und in der Politik für den Einsatz braucht? Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Wir haben es ja in allen Bereichen damit zu tun, dass es gibt bestimmte Bilder und Assoziationen, die prägen sich den Menschen erstmal ein. Und diese zu verändern, ist eine eigene Anstrengung. Ja, oder verursacht, sagen wir mal, Veränderungsschmerz. Stellt sich nicht automatisch ein. Und ich glaube in der Tat, es gibt Bilder, die sehr tief sitzen, vom Gleichgewicht der Natur oder von sowas wie dem Kern des Lebens, der unantastbar ist. Sie kennen das wahrscheinlich. Diese Bilder verursachen durchaus bei vielen Menschen Störgefühle, dass wir in der Lage sind, mit der Wissenschaft so an die Substanz ranzugehen, dass wir auf dieser molekularen Ebene immer mehr wissen und immer gezielter auch intervenieren können. Das ist für viele Menschen nicht einfach hinzunehmen und löst Ängste aus. Deswegen, ja, wir müssen und die Öffentlichkeit muss mehr verstehen, wir müssen weiterdenken und wir sollten auch alles dafür tun, das differenziertes Urteilen darüber zu erleichtern und auch die Ängste der Menschen da durchaus aufzugreifen und sie zu bearbeiten. Aber ohne dieses zu verändern, wird es nicht gehen. Auf jeden Fall. Eine etwas spezifischere Frage, und zwar für Lebewesen, die mit Gene-Editing-Verfahren erzeugt wurden, gilt eine abweichende Rechtsgrundlage als zum Beispiel für radioaktiv modifizierten Organismen aufgrund der verwendeten Technologie. Sehen Sie hier Änderungsbedarf? Ja, in der Tat, es verblüfft mich einigermaßen. Ich führe ja viele Gespräche zu dem Thema. Es verblüfft mich, wie wenig Wissen eigentlich über das Thema konventionelle Pflanzenzüchtung besteht. Also wenn man über Mutageneseverfahren und die Frage, ob mit chemischen Mitteln oder eben mit Radioaktivität die DNA verändert wird und Veränderungen hervorgerufen werden, viele wissen darüber nicht Bescheid. Und wie ungerichtet, ja, und ungezielt solche Prozesse ablaufen, auch im Vergleich zur Genschere, ist in der Tat, ich glaube, eine echte Wissenslücke, die man bearbeiten muss. Ja, und bei der Frage, wie sicher ist das eine Verfahren im Vergleich zu dem anderen, ist offensichtlich auch ein großer Aufklärungsbedarf vorhanden. Ja. Und sagen wir mal so, ne, in Europa das Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat ja auch die Mutagenese, die sozusagen radioaktiv erzeugt ist, zur Gentechnik gezählt. Also in sich ist das Urteil konsistent. Aber hat dann eine Ausnahme gemacht vom Anwendungsbereich, obwohl es Gentechnik ist im engeren Sinne. Auf jeden Fall.
Bei wem sehen Sie denn die Aufgabe für diese Aufklärung, die Sie gerade angesprochen haben? Sind das die Wissenschaftler? Muss es der Staat mit einer groß angelegten Kampagne sein? Also wie erreicht man, dass Menschen mehr über synthetische Biologie, über Gentechnik wissen? Ich glaube, es ist eine gemeinsame Aufgabe. Politik muss da auch mithelfen, auch Orte des Diskurses, auch der Reibung, ja, das Aufeinandertreffen der verschiedenen Perspektiven muss Politik mitorganisieren. Auch Medien, Journalisten haben da eine große Verantwortung, dafür zu sorgen, dass man mehr weiß, dass man besser urteilen kann. Und Wissenschaftler selber müssen sicher auch mithelfen, zu diskutieren. Und ich glaube, mein Eindruck ist, es wird zu viel in getrennten Welten diskutiert. Also die Befürworter bleiben eher unter sich, die Gegner bleiben unter sich. Und was wir brauchen, sind Resonanzräume, wo man mit Respekt, mit Ernsthaftigkeit mal versucht zu durchleuchten und zu durchdringen, was, was wir an Klärungen vielleicht wirklich noch brauchen und ein Verständnis voneinander und den Positionen zu entwickeln. Davon haben wir viel zu wenig. Okay, vielen Dank. Unsere nächste Frage wäre, ein Teil unseres Projekts zielt auf den späteren Einsatz in CRISPR-Systemen ab, also in sogenannten Prime Editors. Das sind Systeme, welche für Mutationen in der Keimbahn beispielsweise eingesetzt werden können. Unter welchen gesetzlichen und ethischen Gesichtspunkten wäre für Sie ein Eingriff in die Keimbahn, zum Beispiel mit Prime Editors, irgendwann in der Zukunft mal möglich? Also ich glaube, wir sind davon noch weit entfernt, über die gentechnischen Anwendungen in der Keimbahn zu diskutieren. Dafür ist die Gentechnik meines Erachtens auch noch zu jung. Und ich meine, die Empörung über diese beiden chinesischen Zwillinge war international sehr groß. Äh, und die Forderung nach einem Moratorium in diesem Bereich zum jetzigen Zeitpunkt teile ich. Meine auch, dass übrigens dieselbe Vorsicht derzeit bei Gene-Reif-Anwendungen geboten ist. Okay, vielen Dank. Nun gibt es auch Diskussionen in der Biohacker-Community oder in verschiedenen Initiativen zu dem Patent oder Urheberschaft in Lebenswissenschaften. Das heißt, dass gefordert wird, dass ähnlich wie Softwarecodes, Molekülstrukturen, Gene etc. nicht patentiert werden können, sondern gegebenenfalls nur der Urheberschaft gestellt werden. Wie stehen Sie dazu? Ist das ein Problem, was auf der politischen Agenda ist? Ja, also in der Tat, ich finde, es gibt viele gute Argumente, die mir plausibel erscheinen, dass Patente gerade in der Züchtung eigentlich nicht sinnvoll sind. Ja? Und ich würde mir deswegen wünschen, dass auch die Wissenschaftseinrichtungen sich an dem Punkt verstärkt in die Debatte einbringen, ja, wo Patente eigentlich geboten sein sollen oder ob es nicht umgekehrt ein großer Mehrwert wäre, da sehr viel stärker auch auf Open-Source-Lösungen zu setzen und von Seiten der Wissenschaft Beiträge zu leisten, die wirklich der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden und das Wissen der Welt, ja, auch für den gemeinsamen Nutzen, das Wissen der Welt vergrößern. Ich glaube, in meinen Debatten hat das sich ja häufig gezeigt. Es gibt viele, die Sorge haben, dass sich die Erkenntnisse einfach nur zugunsten von einigen großen Konzernen auswirken. Dass man da aktiv dagegen wirken sollte, das Wissen wirklich verbreitern und zugänglich machen sollte, einer sehr viel breiteren, ja, Community oder eben auch ja, Gemeinschaft derer, die weiter miteinander lernen wollen. Deswegen habe ich eine große Sympathie dafür. Ist aber ein kniffliges Gebiet und es wäre gut, wenn Wissenschaft sich da auch aktiv weiter mitdenkt und Lösungen vielleicht mit vorschlägt. Ich glaube, das ist nicht ganz einfach, gerade für Wissenschaftler, die sich dann auch in einem Rat von ja, dem Publikationsdruck und stetigen, naja, wie Wissenschaft bisher so funktioniert, befinden. Gut, wir hatten eben schon ein bisschen über Wissenschaftskommunikation gesprochen und wer dafür verantwortlich ist, Wissenschaft an Menschen zu bringen. Jetzt gibt es in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, in den USA, viel, viel mehr private Biohacker-Spaces, wo Menschen, die in Gentechnik oder synthetische Biologie interessiert sind, hingehen können, selber vielleicht mal eine Transformation, also Einbringen von DNA in einen Fremdorganismus ausprobieren können.
Und die werden in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich und USA, auch finanziell zum Beispiel von der Regierung unterstützt. Ist das eine Initiative, die Sie sich in Baden-Württemberg so auch vorstellen können? Bei Biohacker assoziiert man ja sozusagen die Garage, ja, die illegale, ungeregelte Experimentierwerkstatt. Ich glaube, dass das Thema zu ernst ist, um das zu promoten. Was andere ist es, zu sagen, wir brauchen in der Tat Spaces, die organisiert sind, die entsprechende Sicherheitsstandards auch bieten, bei denen man einen Experimentierraum bekommt, um weiter voranzukommen, aber in einem gesicherten, auch geregelten Umfeld. Deswegen an dem Punkt glaube ich in der Tat, dass unsere Forschungseinrichtungen, unsere Hochschulen gute Orte sind, das zu machen. Man kann auch im Zusammenhang von Campus und Arealen, Innovationsräume zur Verfügung stellen. Aber wichtig wäre mir, dass es wirklich im geregelten und auch gesicherten Umfeld stattfindet. Und da ist in der Tat durchaus Luft nach oben. Das ist jetzt nicht die erste vordringliche Aufgabe, finde ich, der Politik, da eigene Förderprogramme zu machen, aber dieses zu ermöglichen, habe ich große Sympathien für. Alles klar, vielen Dank. Welche Chancen sehen Sie in der Wissenschaftskommunikation gerade eben in neueren Gebieten, wie zum Beispiel der synthetischen Biologie, sowohl für die Zukunft und wie wollen Sie die Wissenschaftskommunikation in Baden-Württemberg speziell weiter stärken? Also ich glaube, zunächst mal ist es wirklich wichtig, dass Wissenschaftler sich die Mühe machen. Ich weiß, dass es einen großen Publikationsdruck gibt, ja, und dass sie jetzt normalerweise nicht ein Problem haben, wie sie ihre Zeit verbringen. Trotzdem glaube ich, ist es eine große Aufgabe, mit das, was man erarbeitet, was ja öffentlich mit relevanten Summen zur Verfügung gestellt wird und ermöglicht wird, dieses auch einer breiteren Öffentlichkeit nahezubringen. Das ist zum Teil verständlich machen dessen, was man tut. Das ist aber auch sich einbringen in Debatten, da wo die Gesellschaft ringt und streitet um den richtigen Weg. An dem Punkt nicht an der Seite zu stehen, sondern sich mit den Fakten, mit den Erkenntnissen einzubringen. Das ist oft, also das ist nochmal eine andere Kommunikation als die Erklärung der eigenen Erkenntnisse. Dieses Einbringen in Debatten erfordert eine gewisse, würde man sagen, Schnelligkeit. Dann, wenn eine Diskussion läuft, zu sagen, okay, ich gehe da jetzt mit rein. Das ist nochmal anspruchsvoller und schwieriger. Und wir haben ja jetzt auch ein paar Beispiele erlebt, dass Wissenschaftler, die sich da bereit sind einzubringen, auch hart angegangen werden. Ja, wenn man sich das im Zusammenhang mit Corona anschaut, dann ist das kein Zuckerschlecken. Und Wissenschaftler sind eigentlich dafür nicht ausgebildet, sich da professionell und ein bisschen auch durchaus mit der Kraft irgendwie auch persönlich angegangen zu werden, dem zu stellen. Ich glaube aber, dass wir auch in der Corona-Krise gelernt haben, wie sehr die Öffentlichkeit hört auf die Wissenschaft. Also ich habe das erlebt, trotz aller sozusagen Kritik, die es auch gab, dass die Erwartungen unglaublich hoch sind. Und so oft wie dieser Podcast von Drosten zum Beispiel gehört wurde, sehen wir doch, dass die Menschen großes Vertrauen und große Erwartungen haben, dass Wissenschaft hilft, Lösungen für unsere großen Probleme auch zu erarbeiten. Und deswegen ist es wichtig, muss nicht jeder machen, aber wir brauchen eine relevante Gruppe von Wissenschaftlern, die sich diese Mühe unterziehen, sich einzubringen in die Diskussion und auch gut zu erklären. Auf jeden Fall, vielen Dank. Sie haben jetzt die Corona-Krise angesprochen. Durch die Corona-Krise ist die Wissenschaft deutlich stärker in die Öffentlichkeit getreten und die Politik hat auch noch einen stärkeren, die Politik ist auch deutlich stärker auf die Ergebnisse der Wissenschaftler angewiesen. Wo sehen Sie denn die größte Veränderung in der Beziehung zwischen der Politik und der Wissenschaft konkret? Also erstens finde ich, wir haben eine gewisse Professionalisierung erreicht. Wir haben ja in Baden-Württemberg auch, um ein Beispiel zu nennen, dieses NAVIC, ja, das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation am KIT, die, finde ich, sehr gute Arbeit machen und auch immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch Angebote geben, da professionell sich mit auseinanderzusetzen und ihre Expertise zu entwickeln. Und ich habe den Eindruck, dass insbesondere jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich schon ziemlich gut sind, wenn sie das, was sie tun, erklären sollen, wie sie es präsentieren. Da finde ich, hat sich unglaublich viel getan.
und das wollen wir auch gerne übrigens auch finanziell gestützt weiter voranbringen. Dass man sich das nicht nur individuell erarbeiten muss, sondern wir halten auch Strukturen vor, die unterstützen. Ansonsten zu Ihrer Frage nochmal, ich finde wirklich, in der Krise haben wir auch in der Politik erlebt, sehr direkt, nicht nur die Wissenschaftsministerin, sondern andere Ressorts auch, wie gut es ist und wie wichtig es ist, dass wir Fakten, neue Erkenntnisse, gesichertes Wissen bekommen, um unsere Entscheidungen in der Politik besser treffen zu können. Wir treffen gerade in der Krise Entscheidungen mit einem begrenzten Wissen. Wir müssen auch entscheiden in ein Risiko rein. Aber wenigstens das begrenzte Wissen zur Verfügung zu haben, hilft. Wir haben in der Corona-Krise eine Weile im Kabinett, wir konnten uns persönlich gar nicht treffen, haben Videokonferenzen gemacht, so wie diese hier, hatten wir am Anfang immer einen Wissenschaftler dazu geschaltet und konnten alle unsere Fragen, die wir da in dem Bereich haben, was ist das Virus, wie funktioniert es, was weiß man bis heute, wir konnten unsere Fragen an die Wissenschaftler richten. Das war wirklich richtig gut. Und es hat allen geholfen, schneller sozusagen eingedacht zu sein, wo stehen wir gerade und was wissen wir. Die Kinderstudie war dann so ein relevanter Punkt, an dem wir wussten, dass wir nicht genügend wissen über die Infektion, über das Infektionsverhalten, die Verbreitung, die Rolle von Kindern. Wir haben darum gebeten, mehr zu wissen. Die Wissenschaft hat ganz schnell reagiert und uns wirklich geholfen bei der Frage Öffnung von Schulen und Kitas. Immer noch mit begrenztem Wissen, aber mit mehr, als wir ein paar Monate vorher hatten, dann unsere Entscheidung zu treffen. Ich wünsche mir mehr davon, dass wir noch enger und intensiver auf dieses Know-how zurückgreifen können. Nicht, weil die Wissenschaft für uns entscheiden soll. Also Politik muss das schon selber tun. Wir müssen Interessenskonflikte ausgleichen. Wir müssen gucken, was ist machbar, was ist finanzierbar. Das ist nicht der Job der Wissenschaft, aber Wissenschaft kann uns helfen, die Fakten und das Wissen beizusteuern, damit unsere Entscheidungen klüger werden. Ich denke, das wäre auf jeden Fall eine schöne Entwicklung. Auch ein sehr schönes Schlusswort, auf jeden Fall. Wir wollen uns bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ebenfalls mein Dank an Sie für das spannende Interview und für Ihre spannende Tätigkeit. Ich meine, Sie sind ja mit den Teams auch ganz erfolgreich bei den Wettbewerben unterwegs, immer mal wieder mit hervorragenden Platzierungen. Auch das, einen großen Respekt dafür. Ich glaube, dass auch das ein Beitrag ist, auch junge Menschen für diese Fragen und diese Techniken der Wissenschaft zu begeistern, das Know-how zu erhöhen. Wir brauchen das.